Wunderbar. Also freut mich, dass Sie alle wieder da sind. Wir sind hier wie immer bei einem schönen Webinar vom myhotelshop. Ich habe jetzt schon länger kein Webinar mehr gehalten. Meistens versuche ich das auch ein bisschen meinen Kollegen zu überlassen. Nicht, weil ich selber keine Lust habe, sondern weil ich einfach denke, dass bei manchen Themen auch meine Kollegen einfach vielleicht sogar deutlich mehr Ahnung haben als ich. Bei manchen Sachen will ich es aber auch noch selber machen, und das ist so ein Thema wie heute, das geht mir auch persönlich, sage ich mal, so ein bisschen ja auch nahe, weil es immer ein wichtiges Thema ist, weil es auch noch eine Thematik ist, die gerade ganz neu auf die Hoteliers einprasselt, nämlich das Thema Kommissionsmodell versus Cost-per-Click-Modell auf den Metasuchen. Ich weiß, dass hier natürlich auch viel oft ja, so ein bisschen in der Presse steht und man auch viel liest. Und da vielleicht auch, sage ich mal, nicht immer sozusagen die genauen Umstände mathematisch wie auch fachlich im Hintergrund versteht. Ich versuche da einfach heute mal etwas Klarheit reinzubringen. Für alle, die mich noch nicht kennen, Uli Kasper mein Name. Ich habe die Präsentation wie immer auf Englisch, aber ich rede natürlich alles in Deutsch. Aber ich mache die meisten Präsentationen einfach nur noch in Englisch, weil ich denke, wir Deutschen, wir können Englisch gut lesen, und dann brauche ich die Präsentation nicht zweimal machen. Wie gesagt, ich habe lange Zeit in der Hotellerie gearbeitet, unter anderem für Accor und für Hilton. Habe dann auch mal eine Weile auf der dunklen Seite der Macht gearbeitet. Deswegen kenne ich auch Plattformen wie Trivago, TripAdvisor, Google und natürlich auch die OTAs sehr gut. Und wir haben jetzt vor knapp 8 Jahren myhotelshop gegründet. Wir kümmern uns um knapp 2.500 Hotels, ca. 800 Kunden weltweit und schließen diese Hotels unter anderem auf Google, TripAdvisor und Trivago an und versuchen über diese Plattformen das Direktgeschäft zu skalieren für diese Häuser. Thema heute, wie schon angesprochen, Kommission versus CPC, also Cost per Klick, und mit der etwas, sage ich mal, provokanten Aussage, warum wir auch durchaus auf Online-Marketing-Maßnahmen ein Kommissionsmodell anbieten, aber wir eigentlich denken, dass es Quatsch ist, und wir deswegen auch heute mal so ein bisschen zu dem Thema ein bisschen erörtern wollen, warum. Denn klar, machen kann man es. Man kann auch über uns, wenn man es unbedingt möchte, natürlich auch über die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle nicht auf CPC-Modell, sondern rein auf Kommission live gehen. Also wie gesagt, ich habe da, wie man der Überschrift unschwer entnehmen kann, durchaus eine eigene Meinung zu, denn ich denke, dass das durchaus nicht immer das Allercleverste ist. Und warum ich das denke, erkläre ich jetzt gleich. Ich möchte dazu noch mal ganz kurz ein bisschen Kontext zu geben und noch mal ganz schnell auf die Welt von Google spezifisch eingehen, denn gerade über Google ist dieses Kommissionsmodell auch ein bisschen forciert. Es geht hier natürlich einmal darum, dass wir, wenn man auf Google klassisch sucht, dass hier natürlich weiterhin oben die klassischen AdWords-Anzeigen kommen, das heißt die klassischen Keyword-Anzeigen. Also wenn jemand nach Hotel Istanbul sucht, dass an der Stelle oben auf den ersten 4 Platzierungen natürlich weiterhin immer noch die klassischen Keyword-Anzeigen kommen, die auch klassisch nur über Cost per Klick kaufbar sind. Also auf den klassischen AdWords-Anzeigen und Keyword-Anzeigen gibt es ausschließlich ein Cost per Klick-Modell, kein Kommissionsmodell. Und weiter unten sieht man dann die sogenannten Maps-Einträge in grün, was dann sozusagen indirekt die sogenannten Google Hotel Ads sind, was viele noch als Google Hotel Finder kennen, wo sozusagen mittlerweile ein sehr großer Part der Suchergebnisse auf Google gerade im generischen Bereich Platz einnehmen, was auch natürlich die ganzen organischen Suchergebnisse von Google noch weiter nach unten schiebt und dementsprechend natürlich auch eine enorme Wichtigkeit hat und auch eine enorme Opportunität, sage ich mal, für die Hotels hat, hier Geschäft, sage ich mal, von Booking und von Expedia auf die eigene Seite rüberzuholen. Aber man muss natürlich verstehen, wie es unterm Strich funktioniert. Das ist jetzt mal die Sichtweise, wenn ich nach einem generischen Keyword gehe. Und weiter unten habe ich jetzt nochmal das gleiche auf ein spezifisches Hotel an der Stelle gemacht. Und hier suche ich dann auch hier, habe ich dann oben links sozusagen meine klassischen Suchanzeigen. Und dann kommt gelb unten drunter weiterhin die organischen Anzeigen, aber rechts ist der sogenannte Google My Business Eintrag. Und wenn man dann hier auf Verfügbarkeiten klickt, kommen ja teilweise bis zu 10 verschiedene Anbieter, die eben ihr Hotel verkaufen und, wie Sie es unten rot eingezeichnet sehen, auch die offizielle Hotelwebseite, die an der Stelle natürlich Ihnen die Kunden direkt auf ihre eigene
auf Ihre eigene Webseite bringen können. So, jetzt sehen Sie hier schon auch ein kleines Beispiel, wo die Hotelwebseite sehr weit unten rankt und darauf werde ich auch nachher nochmal Bezug nehmen. Wenn ich jetzt allerdings mal direkt in die Hotelsuche von Google gehe, die sozusagen, wenn ich jetzt hier auf den eigentlichen Google Hotel Sucher gehe, dann sehe ich hier natürlich auch verschiedene Kacheln. Das sieht immer auch mal ein bisschen anders aus, deswegen habe ich da jetzt nicht den aktuellsten Screenshot, weil Google da immer sehr viele Änderungen vornimmt. Aber grundsätzlich ist es so, dass rechts eine Karte erscheint und dann meine einzelnen Häuser. Und wenn ich dann auf ein einzelnes Haus klicke, komme ich auch hier sozusagen auf Ihren Google My Business Eintrag. Und dieser Google My Business Eintrag ist dann sozusagen auch wieder vernetzt zu den verschiedenen OTAs und hat hier unten auch wieder sozusagen die verschiedenen Verlinkungen, unter anderem auch, wenn Sie angeschlossen sind, auch zu Ihrer eigenen Hotelwebseite. Zu dem Thema haben wir ein separates Webinar schon gehalten. Das ist auf YouTube verfügbar. Also wer sozusagen die Unterschiede verstehen möchte, was der Unterschied ist auch zwischen Google AdWords und Google Hotel Ads und wie auch Hotel Ads in sich funktioniert, der kann gerne dieses Webinar anschauen. Jetzt ist es sozusagen eine kleine Fortführung der Geschichte, denn es geht hier, jetzt kriege ich hier gerade noch einen separaten Chat. Ja, ich kann auf Präsentationsmodus, das Problem, ich habe gerade die Anfrage bekommen, ob ich auf Präsentationsmodus schalten kann in meiner Präsentation. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Ich versuche mal die Präsentation größer zu machen, denn wenn ich auf Präsentationsmodus gehe, dann kann es sein, dass das ganze Screensharing bei dem Telefon, also bei unserem Join Me-Modul nicht mehr funktioniert. Das haben wir schon mal probiert. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, dass es trotzdem für alle groß genug ist. Wie gesagt, Webinar zum Unterschied Hotel Ads und AdWords ist verfügbar. Heute ist die Fortführung dazu. Wir versuchen jetzt hier mal ein bisschen tiefer einzusteigen, denn Sie können genau diese Platzierung bei Google unter anderem kaufen zwischen Cost per Klick und Kommission. Zwischen Cost per Klick und Kommission ist wie gesagt der Unterschied, wenn Sie für den Klick bezahlen, dann ist, wenn jemand auf diesen Klick, also wenn ich gehe nochmal kurz zurück, auf Ihre Hotelwebseite klickt, zahlen Sie für jeden Klick über dem Risiko, dass Sie natürlich nicht wissen, ob jemand bucht oder nicht. Und wenn Sie hierbei anstelle dessen ein Kommissionsmodell wählen, dann können Sie sozusagen so viele Klicks bekommen, wie Sie wollen. Aber unterm Strich zahlen Sie dann hinten raus für jede Buchung, die entsprechend über Ihre Webseite generiert wird, einen Provisionssatz an Google oder respektive eben an Ihren Dienstleister, der das dann wiederum mit Google verrechnet. So, was ist hier der Unterschied? Und da kann ich gleich mal direkt einsteigen, denn am Ende ist es so, dass Kommission auch wieder CPC ist. Also auch Kommission ist am Ende auch wieder ein Cost per Klick. Warum? Weil Google grundsätzlich auf einem Cost per Klick Modell funktioniert. Ich habe das auch schon mal durchaus bei einigen anderen Präsentationen bei diversen Bühnen vorgetragen und ich habe da immer dieses Rechenbeispiel dabei, was relativ einfach ist und nachvollziehbar ist. Also jeder, der ein bisschen Dreisatz beherrscht, sollte mir da folgen können. Wir gehen jetzt mal von aus, Sie kriegen jetzt über Ihre Hotelwebseite 1000 Klicks und Sie haben, sagen wir mal, eine Conversion Rate von 3%. Also ungefähr 30 Buchungen und Sie haben einen ungefähren Warenkorb pro Buchung von 200 Euro. Also ja, 100 Euro Durchschnitt und 2 Nächte, sage ich mal. Dann macht das nach Adam Riese, 30 Buchungen, 200 Euro, ergibt 6.000 Euro Umsatz in Ihr Hotel. Wenn Sie jetzt sagen, Sie zahlen darauf eine 12%ige Kommission, dann wiederum müssen Sie respektive an Google oder an Ihren Dienstleister 720 Euro zahlen. Also hat Google effektiv auf 1000 Klicks 720 Euro verdient. Und genau das macht Google auch an dieser Stelle, denn es rechnet diese 720 Euro zurück auf einen effektiven Cost per Klick, was Sie sozusagen für diese 1000 Klicks bekommen hätten, wenn es ein Cost per Klick gewesen wäre. Also das ist an der Stelle dann gut gerechnet 72 Cent, die sozusagen Google in seinem Auktionsmodell entsprechend als Klickpreis vergütet. So, das heißt jetzt sozusagen, Google hat einen Bidding-Algorithmus. Das heißt, hier wird sozusagen auf Cost-per-Click-Basis zwischen den einzelnen Plattformen gerankt. Ich springe noch mal ganz kurz zurück, dass Sie das noch mal visuell sehen. Also Sie sehen hier ein Expedia, ein Hotel, ja, Ihre Hotelwebseite und ein HRS. Und am Ende ist es immer entscheidend, es steht immer derjenige oben, mal anhand von, es gibt viele Algorithmen, die das beeinflussen können, wer an welcher Stelle steht. Aber Short Story, ist es so, dass natürlich der Cost per Klick, also immer das, was Sie für den Klick, was Google mit dem Klick verdient, am Ende auch das
den größten Impact oder den größten Einfluss auf das Ranking hat. Sprich, wenn Sie hier sozusagen einen Cost per Klick zahlen von 72 Cent, aber Expedia zahlt einen Cost per Klick von, sage ich mal, 80 Cent, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Expedia über Ihnen erscheint, entsprechend viel höher. Und das ist auch das Modell von Google seit Tag 1. Damit hat Google über AdWords und auf allen anderen Dingen schon immer Geld verdient. Also ist es so, dass wir hier natürlich am Ende auch bei Hotel-Ads einen Cost per Klick haben. Die ganze Plattform von Google, das muss man sich auch ein bisschen noch größer vorstellen. Ja, Google hat ja nicht nur einen Hotelbereich, Google hat auch einen Shoppingbereich, hat ja alle möglichen verschiedene Geschäftsmodelle, die da beliefert werden. Und alles bei Google läuft unterm Strich auf Cost per Klick. Das heißt, wenn der CEO am Morgen auf die Arbeit kommt, guckt er erstmal drauf, wie viel habe ich durchschnittlich pro Klick gestern auf Google verdient. So, und diese Metrik zieht sich sozusagen durch in alle Verticals, also in alle Segmente wie Hotel, Flug und so weiter. Und jetzt gibt es sozusagen im Hotelbereich dann ein Kommissionsmodell. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass jetzt das relativ schwierig wäre für Google, wenn man das sozusagen nicht umrechnen würde oder übersetzen würde in ein Cost-per-Click-Modell, damit sozusagen nicht sämtliche, sag ich mal, Algorithmen und sämtliche Metriken und Performance-Indikatoren sozusagen über den Haufen geschmissen werden. So, und jetzt ist sozusagen die Situation, sind diese 72 Cent jetzt entsprechend gut oder schlecht? Und man sieht jetzt an der Stelle schon, natürlich, wie man es bei dem Hotel in der Türkei gesehen hat, dann ist das Hotel vielleicht nur an 3. Stelle oder vielleicht sogar nur an 9. oder 10. Stelle. Und deswegen möchte ich an der Stelle jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen und jetzt kommt sozusagen das Neue, denn ich habe mir da einfach mal so ein paar Gedanken zu gemacht. Ja? Denn am Ende ist es ja so, also Ihr Ziel, wenn Sie dann Ihre Webseite auf Google anschließen, ist es ja so, dass Ihr Hotel kriegt meinetwegen im Monat 1000 Klicks. Ja, also auf Ihr Hotel, so wie es da steht, bekommt 1000 Klicks auf Ihrer Webseite oder eben auch auf Booking und Expedia. Leider wissen Sie das nicht, wie viele Klicks Ihr Hotel tatsächlich bekommt. Wir haben da gewisse Daten, wir können das grob sehen, wie viel bei Google und auch bei Trivago und so weiter Ihr Hotel angeklickt wird. Und wir können auch ungefähr sehen, sage ich mal, wie viele von diesen Klicks auf Ihre Hotelwebseite geht und wie viele von diesen Klicks auf die Webseiten der OTAs geht. Wenn Sie gar nicht die ganze Sache machen, dann geht natürlich 100% auf die OTAs und Sie zahlen indirekt sozusagen immer über die Provision an die OTAs ihr Geld sozusagen Richtung Google. Also Sie geben 15% auf eine Buchung von Booking und Booking nimmt aus diesen 15% gewissen Geld, reinvestiert das in Cost per Klick entsprechend auf Google. Also das brauche ich den Profis unter Ihnen nicht sagen. Ich muss aber auch ein bisschen an die Allgemeinheit denken. Wir haben ja eine Menge Leute. Also auch nochmal hier kleiner Aspekt. Ja. Sie sind so oder so auf einer Metasuche gelistet und da eben entsprechend immer über die OTAs. Und wenn wir jetzt Ihre Webseite auf Google oder Trivago entsprechend anschließen, dann ist es natürlich erstmal das Ziel, das Geschäft weg von den OTAs auf Ihre Webseite zu shiften. Und natürlich auch entsprechend für weniger Kosten im Idealfall. Also das Ziel sollte es sein, dass wir 100% dieser Klicks auf Ihre eigene Hotelwebseite shiften und dementsprechend in dem Moment auch 100% Market Share bekommen. Ja, das ist immer das ultimative Ziel. Das ist mal die Grundlage. Wenn wir uns da einig sind, sozusagen, können wir weitermachen. Denn jetzt wird es entsprechend spannend. Denn jetzt sozusagen haben wir das Thema, wenn wir jetzt auf Provision arbeiten und eben nach dem Modell arbeiten, dass Sie jetzt meinetwegen, nehmen wir einfach mal an, diese 12% Kommission bezahlen. Ja, dann ist das Thema Nummer 1, okay, gehen wir mal von der Situation aus, Sie bekommen 100% Sichtbarkeit. Also das heißt, Sie sind sozusagen immer, Ihre Webseite wird immer angezeigt und Sie sind immer auf der Top-Position und Sie zahlen dafür 12%. Dann kann ich Ihnen sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie vielleicht zu viel bezahlen, relativ hoch ist. Denn wenn Sie jetzt, sage ich mal, sehr, sehr gut konvertieren und einen sehr guten Warenkorb haben, dann kann es natürlich sein, dass Ihr Cost per Klick vielleicht bei 4, 5, 6, 7 Euro liegt. Aber ein Booking zahlt vielleicht nur 2 Euro und würde auch nie so weit gehen, hier so viel Geld zu zahlen, um über ihn zu stehen, weil es für Sie einfach nicht mehr profitabel wäre. Das heißt dann aber auch, dass Sie wahrscheinlich dass Sie wahrscheinlich indirekt auf der Kommission, auf Ihren effektiven Cost per Klick viel zu hoch liegen und eigentlich auch weniger zahlen könnten. Und das ist zum Beispiel ein Effekt, den wir bei sehr, sehr vielen unserer Kunden haben, die wir eben auf Cost per Klick bedienen, dass wir sehen, Mensch, wir haben viele Kunden, die sind gar nicht mehr bereit, überhaupt auf Kommission zu arbeiten, weil die sehen, dass wenn sie auf Cost per Klick sind, vielleicht mal einen Monat auf 7%, 8%, also effektive Kommission ist durchaus niedriger und sie haben trotzdem ihre Top-Position. Und das ist genau das Thema. Man muss ja auch nicht mehr zahlen als unbedingt notwendig. Da kann ich mal eine Kette nehmen wie 25 Hours, mit denen wir das lange gemacht haben. Die haben auch gesagt, die lagen effektiv dann am Ende bei 6% Kosten. Ja, hätten wir die auf Kommission live genommen mit 12%, hätten die 6% zu viel gezahlt. Also hier muss
muss man sagen, wenn Sie Top-Sichtbarkeit haben und Top-Position haben, dann ist es vielleicht auch einfach so, dass Sie dann vielleicht mit Ihrer Provision viel zu viel zahlen und es vielleicht viel günstiger kriegen könnten, ja, wenn Sie sozusagen auf Cost per Klick arbeiten können. Und das sehen wir mit Sicherheit bei sehr, sehr vielen Hotels, vor allem bei Hotels, sage ich mal, die auch nicht sonderlich stark distribuieren über viele OTAs, sondern die vielleicht auch gerade so, wir haben viele Romantikhotels oder so, die auch vielleicht eher in ländlichen Gegenden sind, die dann wirklich vielleicht auf 1 oder 2 OTAs gelistet sind. Ja, die müssen gar nicht so viel zahlen, die kriegen auch so schon 100% Sichtbarkeit, indem sie eigentlich viel weniger zahlen. Und das geht halt eben auch nur über CPC, weil sie können auch nicht einfach mit der Kommission, sie können auch nicht sagen, ich zahle dann einfach weniger. Also, das ist schon mal Problem Nummer 1. Jetzt schauen wir uns aber mal die andere Seite an. Es gibt vielleicht auch das Problem, dass Sie sagen, naja, Sie sind jetzt auf Kommission live, aber jetzt kriegen Sie nur 10% Sichtbarkeit. Oftmals wird Ihre Webseite vielleicht gar nicht angezeigt. Und vielleicht sind Sie auch ganz selten auf der Top-Position, sondern wie das Hotel vorhin in der Türkei, vielleicht auf Platz 3 oder Platz 9. Ja, das heißt, was ist dann der Outcome? Das heißt, der CPC, den Google über ihre Kommission verdient, ist an der Stelle einfach zu niedrig. Das heißt, andere verdienen mehr. So, und das resultiert dann an der Stelle in niedriges Ranking. Das wiederum generiert wenig Klicks und das wiederum generiert natürlich wenig Buchungen. Jetzt können Sie sagen, ja wunderbar, ist ja egal, denn habe ich zumindest kein Risiko gehabt. Da haben nicht 1000 Leute auf meine Webseite geklickt und ich habe dann sozusagen für den Klick bezahlt. So, aber wie gesagt, nochmal, das Ziel ist es ja, möglichst von den OTAs das Geschäft wegzuholen. Und wenn Sie das mit der Kommission, wenn Sie dann 10 oder 12% zahlen, nicht schaffen, dann heißt das ja auch, dass wahrscheinlich Sie einfach mit einem höheren Kostenfaktor vielleicht mehr Sichtbarkeit bekommen können. Und vielleicht würde es schon reichen, statt 12, 13 oder 14% zu zahlen, was ja immer noch weniger Kosten wäre als das, was Sie in Expedia zahlen, vielleicht mit 20%, ja, dass Sie dann vielleicht schon wieder einen großen Schritt in Richtung Sichtbarkeit machen können. Ja, also Sie könnten hier dann relativ schnell vielleicht, wenn Sie ein paar kleine Hebel ziehen, vielleicht von 10% Sichtbarkeit schon auf 70% gehen und Ihre Top-Position vielleicht von 20% auf 80% verbessern. Und das ist wiederum auf einem Kommissionsmodell sehr inflexibel, denn das ist wiederum nicht so einfach. Gehe ich später auch nochmal drauf ein. Problem Nummer 3, jetzt kann man sagen, das ist vielleicht weniger das Problem, wenn man an Google direkt bezahlt, aber natürlich ist es auch so, es gibt auch mittlerweile durchaus viele Agenturen, auch Mitbewerber oder auch jetzt in unserem Fall, wenn wir jetzt das Kommissionsmodell anbieten, dann muss ja die Agentur auch Geld verdienen. Ja, die Agentur macht das ja nicht umsonst. Also wenn eine Agentur zu Ihnen geht und sagt, Sie können bei mir für 11% Provision auf allen Metasuchen live gehen, dann heißt das ja auch, dass die Agentur irgendwo sagen muss, naja, dann gehe ich mal, ja, da muss ich auch nochmal 1-2% mitverdienen. Also hat die Agentur nochmal 1-2% oder 3%. Und dann, wenn Sie dann 11% an die Agentur zahlen, dann hat die Agentur eigentlich nur noch 8% übrig, sozusagen Google und Trivago und TripAdvisor zu finanzieren. Und dann muss man ja auch überlegen, also wie viel geht an die Agentur, wie viel geht an die eigentliche Plattform. Ist diese Information transparent? Wird das klar gemacht? Also sagt das Ihnen Ihre Agentur, wie viel sozusagen an die eine Seite geht und wie viel an die andere Seite geht? Ne? Das sind solche Dinge, wo man auch oftmals auch mal schnell so Transparenzprobleme bekommt. Also auch hier wieder die Frage, wenn dann sozusagen die Agentur noch ihren Share rausnehmen muss, dann bleibt unterm Strich noch weniger Provision übrig, was dann wiederum für Sie auf der Plattform sozusagen ausgegeben werden kann. Also auch das kann dann schnell wieder dazu führen, dass Ihre Sichtbarkeit stark sinkt und Sie vielleicht gar nicht erscheinen. Problem Nummer 4 ist, einer der Wege, eine Kampagne zu optimieren, ist natürlich Ihre Conversion Rate. Wir haben vorhin gesehen, bei der Rechnung, ja, Sie haben 3% Conversion Rate. Wenn Sie jetzt, sage ich mal, 4 oder 5% Conversion Rate hätten, dann wäre natürlich das Ergebnis unterm Strich und der ROI auch sehr viel besser. So, also wir müssen immer an der Conversion Rate arbeiten. Das kann man über verschiedene Wege machen, indem man vielleicht die Buchungsmaschine optimiert oder die Webseite optimiert oder auch das Revenue Management optimiert oder eben auch, sagen wir mal, insgesamt den Content auf der Webseite optimiert. So, da gibt es verschiedene Wege. So, jetzt ist es so, dass wenn wir mit Hotels auf Cost per Klick arbeiten, dann gehen ja durchaus mal Kosten hoch oder runter. Und dann ist es sehr häufig so, dass wir auch unseren Kunden natürlich Empfehlungen geben, wie sie auf ihrer Webseite vielleicht durch ein paar Handgriffe im Bereich Content oder was auch immer, Revenue Management, vielleicht, sag ich mal, vielleicht durchaus ihre Conversion erhöhen könnten. Und wenn ein Hotel Cost per Klick bezahlt, also auch das Risiko mitträgt an der Stelle, dass man sagt, ja, ich kriege Klicks und wenn meine Conversion niedrig ist, meine Ergebnisse schlecht sind, aber wenn ich dann merke, dass wenn ich ein bisschen was investiere, ich meine Ergebnisse vielleicht verdoppeln und verdreifachen kann,
Und wir haben hier wirklich schöne Beispiele. Wir haben jetzt kürzlich erst ein Hotel oder eine Hotelkette sogar in Deutschland gehabt, die erst schlechte Ergebnisse hatte, dann wir durch diverse Conversion-Optimierungen, sag ich mal, die Conversion angehoben haben, danach wir wieder live gegangen sind und auf einmal waren die ROIs etc. Deutlich besser. Und das sind natürlich Dinge, die wichtig sind, dass man hier sozusagen gemeinsam an Dingen optimiert. Jetzt ist es allerdings so, wenn Sie Kommission bezahlen an eine Plattform oder an eine Agentur, ja, dann können Sie sich als Kunde zurücklehnen und einfach relativ schnell sagen, hey, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich zahle ja nur, wenn die Kommission, nur wenn eine Buchung anfällt, also insofern ist mir egal, wenn ich keine Klicks bekomme. Und dann kann man sich natürlich zurücklehnen und sagen, ja, dann kümmere ich mich eben nicht um meine Website und kümmere mich nicht um meine Revenue Management, weil ich habe ja kein Risiko. Aber das ist dann sag ich mal, ein Teufelskreis. Dann haben Sie eine niedrige Conversion, dann haben Sie ein niedriges Ranking, dann verbessern Sie sich nicht und dann wird auch Ihr Volumen nicht nach oben gehen. Und dann werden Sie am Ende immer rausgehen aus der Geschichte und sagen, naja gut, ich bin auf Google Live, aber wie viele Buchungen kriege ich eigentlich? Naja, 2 Buchungen im Monat, okay, praktisch gar nichts. Also, und was ist dann die Quintessenz, die ich dann von Hotels höre? Google ist schlecht und myhotelshop ist schlecht oder meine Agentur ist schlecht. Ja, das funktioniert alles nicht. Ja, aber dann gehen wir zu den Kunden zurück und sagen, schau, 99% deiner Klicks gehen zu Booking. Und wenn du hier vielleicht ansetzen würdest, könntest du vielleicht mehr erreichen. Aber wenn du nicht das Risiko hast, sozusagen über Cost per Klick auch mal selber ins Risiko mitzugehen, ja, dann hat man auch ein anderes Incentive als auf einer reinen Kommissionsmodell. Und das hat mir schon mein Chef vor 10 Jahren, als ich bei TripAdvisor gearbeitet habe, da habe ich auch so Plattformen wie HS und Hotel.de noch betreut, die dort auf TripAdvisor live waren. Und dann habe ich auch mal gesagt, Mensch, wieso, weil es war so schwer, die Kunden immer zu überzeugen, Cost per Klick und das Risiko, und da haben die immer Angst gehabt. Und da habe ich auch zu meinem Chef gesagt, Mensch, warum bieten wir denen nicht einmal einfach Kommission an? Und dann hat er gesagt, aus einem einfachen Grund, weil dann der Kunde faul wird und nicht mehr an sich selber arbeitet. Und wenn er nicht mehr an sich selber arbeitet, dann sind seine Ergebnisse schlecht, dann sind unsere Ergebnisse schlecht und keiner ist happy. Das heißt, es ist natürlich am Ende auf solchen Plattformen auch immer ein bisschen so, dass der Fleißige und derjenige, der sich auskennt und der sich mit dem Geschäftsmodell von solchen Plattformen auseinandersetzt, auch immer die größeren Fische an Land zieht. Und deswegen lege ich ja auch immer ein bisschen Wert drauf, dass wir die Kunden auch ausbilden an der Stelle. Deswegen machen wir solche Webinare, damit sie da schlauer sind, damit sie auch wissen, wie solche Sachen funktionieren und welche Vor- und Nachteile sich aus verschiedenen Modellen ergeben können. Nächstes Problem. Was ist jetzt, wenn das Volumen niedrig ist? Ja, was ist, wenn jetzt sozusagen der Fall eintritt, dass vielleicht meine 12% dazu führen, dass ich ein niedriges Volumen habe? Kann ich dann zu meiner Agentur gehen oder zu Google gehen und sagen, ja gut, dann zahle ich 12%, bin ich bereit 15 zu zahlen, weil immer noch günstiger, weil ich an die OTAs Split 18 bezahle, dann lass es mich doch von 12 auf 15% hochziehen. Geht das überhaupt? Viele der Anbieter da draußen, die das machen, sagen, nein, das geht gar nicht. Das heißt, sie können gar nicht dynamisch auch mal sagen, ich möchte im Dezember vielleicht meine Kommission erhöhen und im Januar meine Kommission wieder runtergehen. Diese Dynamisierung, dass man natürlich auch dynamisch Kommissionen hoch und runter setzt, können, sage ich mal, 90% der Plattformen nicht. Auch Google bietet das theoretisch an. Praktisch ist es aber so, dass sie das nie selber bei Google machen können, sondern immer über ihren Dienstleister gehen müssen. Und das ist an der Stelle, wie gesagt, immer auch, sag ich mal, sehr, sehr händisch. Gerade für Einzelhotels ist es durchaus schwierig. OTAs und Hotelketten haben da andere Möglichkeiten. Ja, das ist natürlich schon mal einfach die Flexibilität auf Veränderungen im Kommissionsmodell ist sehr schwierig. Und dann muss man ja auch mathematisch mal rangehen. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen meine Kommission um 1% erhöhe, also meinetwegen von 10% auf 11% hochgehe, und das mal sehe wenn ich das mal den Cost per Klick umrechne, wenn ich von 1 Euro, wenn ich um 1% von 10 auf 11% hochgehe, dann entspricht das bei einem CPC eine Steigerung von 1 Euro auf 1,10 Euro. 1% hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber 10 Cent kann durchaus viel sein. Denn vielleicht ist es auch so, dass es schon gereicht hätte, 3 Cent anzusteigen und schon über Booking oder Expedia die Top-Position zu bekommen. Also auch da wieder, CPC ist viel granularer, denn mit CPC können Sie viel spezifischer in gewisse Dinge reingehen und vielleicht dann auch sagen, okay, 1 Cent oder 2 Cent, das kann manchmal einen riesen Unterschied machen, anstatt gleich 1% oder 2% oder 3% auf Kommission. Das wiederum kann nämlich dann im Zweifelsfall schon sehr einen großen Impact haben und dann relativ schnell wieder zu Problem Nummer 1 führen, nämlich dass Sie gegebenenfalls zu viel bezahlen. Also auch da bin ich einfach kein großer Freund, weil einfach CPC oder Cost per Klick mir einfach deutlich granularer das geben kann. Und nochmal ein anderes Level von Granularität ist, Sie können zum Beispiel bei Cost per Klick auch Ihren CPC
zum Beispiel nach Tagsätzen oder nach Endgerät, nach Mobil oder Tablet oder auch nach Land oder auch nach Aufenthaltsdauer. Also da geben die Plattformen wie Google und Trivago verschiedenste Möglichkeiten. Und wenn man natürlich dieses Set an, sage ich mal, Bedienmechanismen oder Hebeln auch bedienen kann, kann ich natürlich auch viel tiefer in die Optimierung einer Kampagne gehen, während natürlich eine Kommission sozusagen einfach one size fits all über die Plattform hinübergestülpt wird, beziehungsweise man an der Stelle natürlich alleine in Google oder seiner Agentur im Hintergrund sozusagen die Entscheidung übergibt. Und das ist zum Beispiel so eine Thematik, wo ich auch sage, hier bin ich ein viel, viel größerer Freund, auch wenn es komplizierter ist und auch wenn es vielleicht anstrengender ist, sie lieber mal ein bisschen in der Tiefe abzuholen, aber ihnen dadurch auch klar zu machen, dass sie darüber vielleicht nochmal ein paar Cent Kosten, ein paar Cent Profitabilität rausholen können, ja, um sozusagen eine bessere Sichtbarkeit und eine bessere, sag ich mal, Ranking zu bekommen. Also was ist die Lösung? Die Lösung ist natürlich können Sie auf Kommission arbeiten. Wie gesagt, wir haben das jetzt auch schon mit einigen Kunden ausprobiert. Wir haben auch, dazu werde ich auch demnächst einen Blogartikel veröffentlichen. Wir haben das mit einer kleinen Kette auch unter anderem mit Italien ausprobiert, weil die wollten einfach nicht auf CPC arbeiten. Die haben gesagt, nein, sie wollen das Risiko nicht gehen. Da haben wir zu denen gesagt, okay, dann machen wir dann stellen wir euch sozusagen die Kommission in Rechnung und wir gehen ins Risiko. Das darf man eben nicht vergessen. Wir als Agentur gehen in dem Moment ans Risiko, weil wir müssen ja weiterhin an die Plattformen, an Google und so weiter ein CPC bezahlen. Nur da vielleicht auch nochmal kurz zur Aufklärung, ausschließlich bei Google und ausschließlich bei Google Hotel Ads kann man auch bei der Plattform selber zwischen Kommission und Cost per Klick wählen. Ansonsten bei TripAdvisor, bei Trivago, bei Google AdWords ist immer Cost per Klick. Das heißt, wenn Sie eine Agentur haben, die an der Stelle sozusagen Ihnen ein Kommissionsmodell über alle Metasuchen anbietet, müssen Sie als Dienstleister, also muss ein myhotelshop an der Stelle auch für Sie ins Risiko gehen. So, und dann, wenn ich für Sie ins Risiko gehe und dann sozusagen, und dann ist genau das passiert, was ich dann auch in diesem Blogartikel mal ein bisschen genauer beschreiben werde, ist genau dieses passiert, die Ergebnisse waren nicht gut. Und auf einmal hat myhotelshop Geld verloren. So, und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich den Cost per Klick ganz weit runtergefahren, was dann dazu geführt hat, dass das Hotel praktisch gar nicht mehr erschienen ist. Also es ist genau dieser Teufelskreis eingetreten, dass wir sozusagen an der Stelle dann runtergefahren haben, die Cost per Klicks immer weiter gesenkt haben, bis das Hotel praktisch nicht mehr erschienen ist. Und dann sind wir wiederum respektive zum Hotel gegangen und haben gesagt, schau, du kriegst kaum Volumen, du hast zwar kein Risiko, aber jetzt kommt auch nichts bei rum. Aber dann haben wir zum Hotel gesagt, du kannst hier bessere Ergebnisse haben, aber dann musst du an dir arbeiten. Dann musst du, in dem Fall hatte das Hotel auch sehr starke Paritätsprobleme, das heißt, sie haben teilweise über andere Plattformen deutlich günstiger verkauft als über die Webseite. So, das haben wir denen dann aufgezeigt und dann haben wir zu denen gesagt, das solltet ihr ändern. Oder eure Webseite war alt und war nicht in die Jahre gekommen. So, hat das nicht so gut konvertiert. Dann haben wir denen eine Liste gegeben von Dingen, die sie verbessern sollen. Und dann haben sie gesagt, nee, ist ja nicht unser Problem, also machen wir nicht. Und dann, gut, okay, dann sind sie wieder offline gegangen. Keiner hat gewonnen. myhotelshop hat sogar noch Geld draufgelegt. Und dann auf der anderen Seite hat das Hotel auch nichts gewonnen, weil sie sozusagen jetzt weiterhin das Geschäft über die OTAs bekommen. Und sie haben die Opportunität, die ihnen das ganze Modell geliefert hat, gar nicht verstanden. Und genau diese Sachlage, wie ich gerade an diesen 6 Problemen, wie ich es durchgeführt habe, gar gezeigt habe, ist dort alles genau 1:1 im Worst-Case-Szenario zutage getreten. Das haben wir den Vorteil, in Deutschland haben wir da Gott sei Dank deutlich mehr Kunden, die das auch verstehen und mit denen man auch reden kann und die dann auch vielleicht an sich arbeiten. Und wie gesagt, hier haben wir auch schon Beispiele gehabt von Hotelketten und so weiter, wo wir das in die andere Richtung erlebt haben, die dann an sich gearbeitet haben und dann unterm Strich die Ergebnisse sich auch verbessert haben. Aber wie gesagt, wenn sich dann die Ergebnisse verbessern und ich dann weiterhin auf einer Kommission bleibe, na, dann gibt es auch nur einen, der sich darüber freut, nämlich wieder Ihre Agentur. Also hätte diese italienische Firma dann wirklich alles umgesetzt und hätte das alles gemacht, dann wäre vielleicht irgendwann die Ergebnisse nach oben gegangen und dann hätte unterm Strich vielleicht myhotelshop nur 10% Kosten gehabt auf Cost per Klick und ich hätte 15% vom Hotel bekommen und dann hätte ich mir die Hände gerieben und hätte mir gesagt, super, jetzt verdiene ich 5%. Und das Hotel sozusagen hätte an der Stelle wieder zu viel bezahlt. Also Sie können immer sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie entweder zu wenig Provision, also zu wenig Kommission bezahlen oder zu viel bei solchen Kommissionsmodellen ist sehr hoch. Deswegen sage ich auch immer, die Vergleichbarkeit hier ist ein bisschen wie bei einem Geburtstermin bei einem Baby. Ja? Bei einem Baby kriegt es immer einen Geburtstermin, es kommen aber nur 4% der Kinder an dem Tag, der vorhergesagt wird. Die meisten Kinder kommen 2 Wochen vorher oder 2 Wochen nachher. Das Gleiche ist beim Kommissionsmodell auf Metasuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommission, die Sie bezahlen,
auch wirklich genau zu 100% Sichtbarkeit und 100% Top-Position zum besten Preis-Leistungsfaktor führt, geht gegen unter 5%. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie entweder zu viel bezahlen oder zu wenig bezahlen und somit zu wenig Sichtbarkeit bekommen, ist praktisch weit über 95%. Und insofern alleine das ist schon mal ein Grund, warum ein Kommissionsmodell an den Stellen einfach insofern in der Regel immer zu Ihrem Nachteil ausgeht. Also, was wäre die Lösung, wie ich hier hinschreibe? Ich bin der Meinung, man sollte durchaus das Risiko gehen, auf Cost per Klick zu arbeiten, auch mit dieser Transparenz, ja, und sozusagen die Vorteile der Plattformen auch maximal auszunutzen. Dann ist es natürlich wichtig, dass Sie es messen und tracken, wie Ihre Ergebnisse sind. Das ist ja das, was wir für unsere Kunden auch in unserem Dashboard zur Verfügung stellen, dass Sie genau sehen, wie viel Umsatz und wie viel Buchungen haben Sie bekommen. Und dann ist es eben so, dass wir zu den Kunden sagen, setze dir selber ein effektives Limit. Denn auch bei Cost per Klick können Sie alles umrechnen. Wenn Sie 1.000 Euro ausgeben und 10.000 Euro Umsatz machen, dann sind 1.000 geteilt durch 10.000 10% Kosten. Ja, also Sie können ja genauso wie Google eine Kommission in einen CPC zurückrechnen, können Sie ja einen CPC in eine effektive Kommission umrechnen. Und da sagen wir immer zu unseren Kunden, setze dir doch einen effektiven Top-Level-Kostenfaktor, der kann meinetwegen sein 18% oder 20%, was das sozusagen den Maximalkosten bei einer OTA entspricht. Und das Zweite, was du machen musst, ist kontrolliere dein Budget. Also an der Stelle setze dir selber sozusagen Limitierungen auf das Budget. Also wir machen das dann in der Regel so, dass wir sagen, Beispiel, wir machen das wie bei einem Prepaid-Handy, wir laden 1.000 Euro rein und dann sagt der Kunde zu uns, gehen nicht über 18% oder 20% Provision. Dann geben wir das Geld aus, optimieren die Kampagne für Sie und wenn die Kampagne dann bei 17,9 oder 15 oder 8% landet, dann legen wir automatisch wieder 1.000 Euro in die Kampagne rein. Wenn wir aber über 18% landen, dann geht die Kampagne automatisch offline. Was ja bei einem Kommissionsmodell, wenn Sie beim Kommissionsmodell wären, de facto auch der Fall wäre. Weil wenn dort die Kommission am Ende zu niedrig ist, dann würden Sie in irgendeiner Form auch offline gehen, denn Sie würden einfach ganz, ganz wenig Sichtbarkeit bekommen. Und bei uns ist das genauso. Wenn Sie über einen gewissen Kommissionssatz liegen, gehen Sie einfach offline. Wenn Sie aber drunter liegen, zahlen Sie auch effektiv wirklich nur das, was Sie sozusagen an CPC-Kosten hatten und eben nicht zu viel. Also wenn Sie 18 setzen und bei 8 landen, dann zahlen Sie auch nur 8. Ne? Aber Sie zahlen es halt nicht in Form von 8%, sondern in Form von dem Cost per Klick, den Sie vorher ausgegeben haben. Und so haben Sie eigentlich, sage ich mal, genau diese zwei Risiken rund um Cost per Klick auch ausgehebelt. Denn auf der einen Seite haben Sie das Risiko sozusagen, dass Sie Geld verlieren, limitiert, weil immer nur Geld nachgelegt wird, wenn Sie unter Ihrer Kostengrenze liegen. Und auf der anderen Seite sozusagen haben Sie auch den Benefit, dass wenn Sie über die Kostengrenze drüber gehen, auch kein weiteres Geld ausgegeben wird. Also insofern verbindet man über dieses Modell oder zumindest über dieses, es ist ja kein Businessmodell, es ist ja eher über diese Mechanik, verhindern Sie sozusagen, dass Sie Geld verlieren können. Oder das maximale Geld, das Sie verlieren können, ist halt einmalig sozusagen diese 1.000 Euro. Also wir haben immer ein Safety Back, denn wenn es tatsächlich, das haben wir auch schon mal erlebt, dass ein Hotel 3 Jahre lang live war, wunderbare Ergebnisse über die Jahre hatte und dann auf einmal sozusagen mal 1, 2 Monate die Ergebnisse ganz schlecht wurden. Das kann diverse Gründe haben. So, auch dann kann jederzeit sozusagen immer die nächsten 1.000 Euro, würde sich die Kampagne immer deaktivieren. Und man könnte sofort gucken, was ist das Problem und gegensteuern. Und das ist eben genau das System, weil wenn wir Kunden haben, und da kann ich jetzt nun vielleicht mal an der Stelle ein paar Zahlen nennen, also wir haben ungefähr zum Beispiel bei Google AdWords liegen unsere Durchschnittskosten bei allen Kunden zwischen 8 und 10%. Bei Google Hotel Ads liegen wir momentan so knapp bei 11%. Bei TripAdvisor liegen wir knapp bei 12%. Bei Trivago liegen wir knapp bei 13,5, 14%. Das heißt, wir liegen eigentlich auch auf allen Cost-per-Click-Modellen über alle Kunden hinweg immer gut unter 15%. Aber natürlich gibt es Kunden, die auch schlechtere Ergebnisse haben. Keine Frage. Haben wir immer wieder. Wir haben immer wieder Kunden, die live gehen, wo die Ergebnisse nicht so gut sind. Und das mag dann verschiedene Gründe haben. Und diese Gründe versuchen wir dann natürlich auch mit dem Kunden zu erörtern. Das kann, also wie gesagt, die häufigsten Fälle, die wir haben, also wenn ich mal davon ausgehe, dass myhotelshop kein Mist baut, was natürlich ganz, ganz selten passiert, davon können wir ausgehen, so gut wie nie eigentlich. Quatsch, aber natürlich ist das auch eine Möglichkeit, aber die meisten Fälle sind tatsächlich einfach schlechte Conversion auf der Buchungsmaschine. Das heißt, eine Buchungsmaschine, die nicht optimiert ist oder auch nicht vielleicht einfach schlecht ist. Ja, wir haben ja auch verschiedene Conversion Rates über verschiedene Buchungsmaschinen. Also können wir Ihnen auch Empfehlungen geben, welche Buchungsmaschine besser oder schlechter funktioniert. Und dann haben auch viele Hotels danach eben auch die Buchungsmaschine gewechselt, sind dann zu uns zurückgekommen, haben es nochmal probiert und et voilà,
Auf einmal haben auch die Ergebnisse besser funktioniert. Oder eben das zweite Hebel, und das ist einer der weitest verbreitesten Probleme, ist das Revenue Management. Einfach, indem die Webseite nicht der günstigste Kanal ist. Naja, wenn meine Webseite auf einer Metasuche nicht der beste Kanal ist oder der günstigste Kanal ist, dann wird es immer schwierig, erfolgreich zu sein. Und diese beiden Dinge muss man natürlich im Griff haben und den Rest machen dann wir, also das ganze Cost-per-Click-Management etc. Wird dann über uns, da muss man sich nicht drum kümmern und dementsprechend, sag ich mal, hat man dann eigentlich sozusagen ein CPC-Modell für seine Zwecke verwendet. Aber wichtig ist natürlich dafür, und deswegen machen wir auch all das wie gerade, dass sie am Ball bleiben, dass sie sozusagen verstehen, wie sowas funktioniert. Denn am Ende des Tages bedarf das natürlich den Leuten schon ein bisschen mehr ab. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel viele Agencies und viele auch ein Google durchaus solche Modelle einführen, um einfach nur zu sagen, Mensch, wir wollen schnell viele Hotels live haben. Und wenn man schnell viele Hotels bekommen möchte, dann ist es natürlich leichter, bei einem Hotel anzurufen und zu sagen, Mensch, hast kein Risiko, zahlst nur Kommission. Und es ist natürlich deutlich anstrengender, in einem Hotel jetzt das zu erklären, was ich Ihnen einmal die letzte halbe Stunde erklärt habe. Aber genau deswegen machen wir das und unterm Strich führt es auch dazu, dass unsere Kunden dann ein paar Euro mehr in der Tasche übrig haben. Aber es bedarf natürlich auch, ja, und ich weiß, es sind auch viele hier in der Leitung, die gegebenenfalls in einem E-Commerce-Department arbeiten und die müssen das dann wieder ihren Eigentümern und ihren Hotels erklären. Ja, und damit tut man sich ja auch mal immer schwer, weil die wollen das ja alle nicht verstehen, sitzen aber am Ende auf den Töpfen, wo das Geld herkommt. Also insofern, deswegen nehmen wir solche Sachen auch auf. Und dann können Sie gerne mal den YouTube-Link weiterleiten an Ihre Kollegen, damit die vielleicht auch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Deswegen mal als kleiner Wrap-up kann man immer sagen, Kommission ist für die Faulen, sage ich immer, ja, und für die Leute, die kein Risiko gehen wollen. Das ist einfach so. Deswegen gehen viele Hotels natürlich auch lieber für Kommission, weil sie das Risiko nicht mitgehen müssen. Da muss man aber auch im Kopf behalten. Ja. Das letzte Mal, als wir, sage ich mal, nicht das Risiko gehen wollten, sind wir, sage ich mal, mit einem kleinen niederländischen Monopol rausgegangen. Das war nämlich 2008, 2009, als die Wirtschaftskrise war und jeder unbedingt Buchungen haben wollte und der Retter aus Amsterdam mit Booking.com ja, sozusagen uns ein tolles, variables Kommissionsmodell angeboten hat. Ja, dann konnten wir alle unsere Sales-Mitarbeiter entlassen, die uns ja Fixkosten gekostet haben und sind alle zu Booking gegangen und Jahre später sind wir aufgetaucht und haben gesagt, hoppla, jetzt sind die Provisionen aber ganz schön hoch. Insofern will ich das eigentlich ein bisschen vermeiden, dass wir diesen Fehler jetzt wieder begehen, nur weil wir das Geschäftsmodell nicht verstehen. Und insofern kann ich nur hoffen, dass das ein bisschen geholfen hat in diesem Bereich, mal wieder ein bisschen für, ja, auch wenn es immer ein bisschen provokant ist natürlich, ja, und auch immer ein bisschen, vielleicht überspitzt dargestellt ist, aber ich bin da schon der klaren Überzeugung, dass eigentlich Hotels, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, besser sind und dann auch sichtbarer sind, ja, und wenn sie dann clever sind und nicht faul sind, ja, dann arbeiten sie regelmäßig an ihrer Conversion, dann arbeiten sie regelmäßig an ihrem Pricing, dann arbeiten sie sozusagen indirekt auch in ihrer Profitabilität, weil unterm Strich bleibt dann immer auch was übrig. Und wenn Sie solche Sachen richtig machen und auch zwischen den Plattformen auch sozusagen Ihre Aktivitäten aufteilen, behalten Sie auch Ihre Unabhängigkeit. Weil ultimativ, das ist immer das Sage, wenn Sie das Ziel, und ich gehe nochmal zurück zu dem Ziel, 100% Sichtbarkeit mit der Webseite auf solchen Plattformen, wenn Sie das nicht schaffen, ist der Outcome am Ende immer, dass ein anderer diesen Platz einnimmt und dieser andere ist in 95% der Fälle entweder Booking oder Expedia und das hat dann wieder was mit Abhängigkeiten zu tun. Wir wollen natürlich auch nicht, dass Sie in 10 Jahren alles über Google machen, das habe ich im letzten Webinar auch schon gesagt, natürlich müssen Sie auch bei diesen Plattformen ein Portfolio haben, aber am Ende des Tages ist das ein anderes Thema, darüber kann man gerne auch nochmal ein anderes Webinar halten. Ich denke, wir sind soweit durch, wir haben es ganz gut geschafft in 40 Minuten heute. Und ich würde an der Stelle sagen, würde ich Sie ins Wochenende entlassen. Oder wenn Sie Fragen haben, können wir natürlich auch gerne nochmal über den Chat die eine oder andere Frage entgegennehmen. Dann würde ich mal sagen, schießen Sie mal los und schreiben Sie mal, wenn Sie Fragen haben. Ich gebe der ganzen Sache mal so 1-2 Minuten. Wenn keine Fragen mehr kommen, dann können wir es natürlich auch gerne beenden. Wie gesagt, die Aufzeichnung von dem Webinar werden wir dann entsprechend auf YouTube stellen.
Es wird, wie gesagt, zu dem Thema auch in Zukunft noch den ein oder anderen Blogartikel geben. Wenn Sie, wie gesagt, auch mit uns, wenn Sie partout nicht auf Cost per Click arbeiten wollen und partout auf Kommission arbeiten wollen, dann können wir das gerne auch anbieten. Das habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Dann können wir gerne darüber sprechen, ob es clever ist oder nicht. Es sei dahingestellt. Ja, empfehlen würde ich es nicht. Möglich ist es. Ja, also wir wollen ja nicht, sage ich mal, nicht weniger anbieten als die Konkurrenz am Markt. Aber ich denke, dass die Konkurrenz am Markt hier auch große Risiken eingeht. Denn es ist natürlich auch so, ich habe es ja vorhin auch erklärt, der Fall mit unserer italienischen Hotelkette, das war jetzt ein Fall und da kann man auch mal schnell als Agentur viel Geld verlieren. Und wenn Ihre Agentur mit vielleicht 1000 Häusern so ein Modell fährt und bei 1000 Häusern 1000 Euro im Monat verliert, dann ist das 1 Million Geld, das ist 1 Million Euro, die solche Plattformen verlieren können. Und dann sind solche Agenturen vielleicht auch mal schnell pleite. Und wenn dann solche Agenturen irgendwann mit Ihnen solche Modelle fahren, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn vielleicht hintenrum irgendwann die Agentur auch kein Geld mehr hat und aus dem Business geht. Und dann hat keiner davon gewonnen. Also insofern, es geht ja auch immer darum, dass alle an der Sache mitverdienen und transparent mitverdienen. Insofern sind keine Fragen mehr reingekommen. Dann würde ich an der Stelle sagen, ich entlasse Sie ins Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Freitag und ich freue mich schon aufs nächste Webinar. Wenn Sie Feedback haben, schicken Sie uns das gerne rüber, auch gerne mir persönlich per Mail und ich freue mich immer, wenn wir Dinge besser machen können, anders machen können und ansonsten sind wir wie immer für Sie da und ich sage dann an der Stelle Tschüss und beende auch unsere Aufzeichnung.